Das wichtigste Lebensmittel und gleichzeitig das billigste. 1 Liter Trinkwasser kostet hierzulande nicht mal einen halben Cent. Doch die heißen Sommer infolge des Klimawandels könnten den Wasserpreis in Zukunft steigen lassen. Wir sind in Hungen im Landkreis Gießen, wo das Wasserwerk Inheiden der oberhessischen Versorgungsbetriebe OWAG liegt. Treffen mit Vorstandschef Joachim Arnold. Er erzählt uns, dass die Region hier seit 2014 kein richtig nasses Jahr mehr erlebt hat. Wir haben zwar ein überdurchschnittlich feuchtes Jahr in 2017 gehabt, aber überwiegend unterdurchschnittliche Niederschläge gehabt. Und damit sind natürlich auch die Ressourcen, die insbesondere im Grundwasserbereich da sind, wesentlich geschmälert worden. Um die wachsende Bevölkerung auch in Zukunft mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen, müssen Unternehmen wie die OWAG in den Ausbau der Infrastruktur investieren. Zum Beispiel tiefere Brunnen bohren, neue Rohrleitungen legen, Hochbehälter aufrüsten oder mehr Geld für das wasserschonende Umweltmonitoring ausgeben. Höhere Kosten spürt damit auch Frankfurt. Die Stadt wird unter anderem mit Wasser aus der Wetterau und dem Vogelsberg versorgt. Gleichzeitig plant die Umweltdezernentin, mehr Wasser aus dem Main zu fördern, was kostspielig ist. Und wenn wir da aufgrund des Klimawandels, aufgrund der Trockenheit natürlich weiterhin die Bevölkerung mit kostbarem, gutem Trinkwasser versorgen wollen, müssen wir da natürlich etwas tun. Und diese Kosten werden wir auf die Bevölkerung umlegen müssen. Das heißt, der Trinkwasserpreis wird steigen, ja. Steigende Kosten, die viele erwarten. Das zeigt eine Umfrage des Branchenverbandes DVGW. Demnach haben mehr als 100 Wasserversorger in den vergangenen 10 Jahren rund 400 Millionen Euro für Klimaanpassungskosten ausgegeben. In den nächsten 10 Jahren erwarten sie 1,2 Milliarden Euro an Ausgaben, eine Verdreifachung. In Hessen sind die Trinkwasserpreise noch immer höchst unterschiedlich. In Gernsheim zum Beispiel kosten 1000 Liter 1,34 € brutto. Frankfurt liegt aktuell bei 2,01 €. In Heidenroth im Rheingau-Taunus-Kreis sind es 4,90 €. Hinzu kommen unterschiedliche Grundgebühren. Das erschwert einen simplen Preisvergleich unter den Kommunen. Karl-Ulrich Rudolph ist ein anerkannter Experte für die Wasserwirtschaft, leitet das Institut für Umwelttechnik an der Universität Witten-Herdecke. Dass Preise zwischen Kommunen so stark variieren, sei zunächst nichts Ungewöhnliches. Unterschiede sind erklärbar aus der Topografie, aus den wasserwirtschaftlichen Verhältnissen, ob ein Brunnen tief ist oder hoch, oder ob man vielleicht Flusswasser aufbereiten muss, was teurer ist als Grundwasser zu fördern. Und in ländlichen Bereichen, wo sie besonders viele Kilometer Leitung legen müssen, um Einwohner zu versorgen, ist das Netz dann relativ teurer als in der Stadt. Bei höheren Wasserpreisen, speziell wegen des Klimawandels, rät er genau hinzuschauen. Nachvollziehbar ist, wenn gesagt wird, wir müssen für Wasserspeicherung sorgen. Wir müssen sehen, dass wir über lange Trockenzeiten hinwegkommen. Da sind natürlich Zusatzinvestitionen notwendig. Aber ein Teil der Kostenerhöhung durch Klimawandel entstehen dadurch, dass der Klimawandel als Entschuldigung auch rangezogen wird, oft, wo es gar nicht darum geht. Das wirft die Frage auf, wie effizient Wasserversorger als lokale Monopolisten wirtschaften oder umgekehrt, wie viel sie am Wasser verdienen. Schaut man sich die Geschäftsberichte und Bilanzen einzelner Wasserversorger in Hessen genauer an, entdeckt man häufiger sprudelnde Gewinne. Beispiel Hessenwasser. Seit 2016 blieb immer ein jährlicher Nettoüberschuss zwischen knapp 5 und 6 Millionen Euro übrig. Gleichzeitig lesen wir von einem garantierten Gewinn, den Hessenwasser lange an den Landkreis Groß-Gerau überwiesen hat. Eine Garantiedividende von 1,5 Millionen Euro. Groß-Gerau ist an Hessenwasser beteiligt. Interviewtermin dazu mit Landrat Thomas Will. Er erklärt uns, dass die Garantiedividende bis 2013 galt und wofür Groß-Gerau die Gewinne aus dem Wassergeschäft verwendet. Wir nutzen diese Gelder fast ausschließlich, um den ÖPNV quer zu finanzieren. Das heißt also, die Busse, die bei uns im Landkreis auf der Linie sind, fahren defizitär, wie in allen Gebietskörperschaften auch. Und wir bezuschussen dann hier aus diesen Mitteln heraus den ÖPNV. Groß-Gerau klagt derzeit vor dem Oberlandesgericht, damit die 1,5 Millionen Euro jedes Jahr weiterfließen.
In den vergangenen Jahren war es weniger. Möglich, dass die Bürger auch deshalb künftig mehr fürs Trinkwasser zahlen müssen. Ich würde an dem Punkt den Wasserpreis um wenige Cent entsprechend anheben und damit Mittel zur Verfügung haben, um zum Beispiel den ÖPNV stärker ausbauen zu können. Gerade jetzt in der Corona-Zeit merken wir das, die Fahrgastzahlen gehen massiv zurück. Wir werden in den nächsten Jahren eine Durststrecke im ÖPNV haben. Steigende Wasserpreise. Vor diesem Problem steht auch Raunheim. Allen voran Bürgermeister Thomas Jühe und seine Rathauskollegen. Die Stadt wurde bisher immer von Hessenwasser beliefert. Doch dann flatterte ein Schreiben des Versorgers vor 2 Jahren ins Haus. Darin ist von einer, Zitat, rückläufigen Wasserverfügbarkeit an heißen Sommertagen die Rede. Und die Warnung, zusätzliche Wasserlieferungen könnten in Zukunft nicht immer vollständig abgedeckt werden. Seitdem tüftelt das Rathaus an einem Plan, die Trinkwasserversorgung in die eigene Hand zu nehmen. Geeignete Quellen scheint es im Stadtgebiet zu geben. Wir haben alte Industriekomplexe, die seinerzeit extra nach Raunheim gekommen sind, weil sie dieses gute Wasser gebraucht haben, nämlich Lederfabrikation. Und die hatten auch eigene Wassergewinnungsanlagen. Die haben wir aber nicht mehr vorgefunden, auch nie genutzt. Aber wir wussten immerhin, es ist gutes Wasser da. Nächstes Jahr stehen erste Probebohrungen an, um zu prüfen, ob genug Wasser für die knapp 17.000 Einwohner vorhanden ist. Die Fachleute nennen das Dargebot, das Wasserdargebot. Das heißt, wie viel Menge an Wasser, an Grundwasser, verwertbarem Grundwasser ist vorhanden. Und das sollen dann die Aufschussbohrungen ergeben. Ja. Der Plan soll auch finanziell für die Bürgerinnen und Bürger aufgehen. Bliebe es beim Liefervertrag mit Hessenwasser, würde der Bezugspreis von derzeit 74 Cent bis zum Jahre 2035 deutlich steigen, auf 1,21 €. Bei einer eigenen Trinkwasserversorgung wäre der Produktionspreis mit 93 Cent am Anfang zwar höher, würde bis 2035 aber nur bis 1,03 € klettern. Wir wollen eine andere Entscheidung treffen. Wir wollen eben jetzt nicht darauf setzen, dass es Hessenwasser irgendwie gelingt und der Preis dann ein bisschen steigt, sondern wir wollen hier auch einen politischen Akzent setzen. Und den Versuch unternehmen, die Preissteigerungen zu begrenzen. Denn dass der Klimawandel das Trinkwasser verteuert, das ist für viele Kommunen und Versorger eine ausgemachte Sache.